Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Nachdem meine Bretonenarmee bisher in erster Linie aus Rittern besteht, kommen heute die einfachen Soldaten an die Reihe. Es sind die guten alten Landsknechte aus Metall, die es Ende der 90er gab. Die Kunststoffvariante habe ich auch, und zwar weit mehr als die aus Metall. Allerdings liegen die gerade zum Großteil im Sterilium ein, um die Farbe runterzubekommen. Natürlich geht's auch mit den Landsknechten mit der bretonischen Geschichte weiter. Ribaud ging durch die Waffenkammer. Die Regale, Waffen und Rüstungsständer waren fast vollständig geleert. Es waren nur noch genug Waffen und Rüstungen an ihrem Platz verblieben, um eine kleine Truppe zur Verteidigung der Burg vollständig ausrüsten zu können. Alles andere war an Knappen und Landsknechte ausgegeben worden. Er atmete tief ein und blickte sich um. Normalerweise war immer jemand hier, aber der Raum war jetzt leer. Auf dem Boden unter einem der Waffenständer lag ein Schwert, dick mit Staub und Spinnweben überzogen. »Was machst du denn hier?« fragte er die Waffe, als ob sich ein kleines Kind in die Waffenkammer verirrt hätte. Er hob die Klinge auf und wischte den Dreck von ihr herunter. Sie musste wirklich schon eine lange Zeit dort gelegen haben, so schmutzig wie sie war. Er fuhr vorsichtig mit dem Daumen über die Schneide. Sie war immer noch scharf, nach so langer Zeit. Er nahm sich vor, sie bei nächster Gelegenheit zu reinigen und dann wieder an ihren altgestammten Platz zurückzubringen. Außerdem konnte ein zusätzliches Schwert nicht schaden. Irgendeinem Tölpel gelang es immer, seine Waffe zu verlieren, zu verlegen oder sie zu vergessen. Er verließ die Waffenkammer und trat auf den Hof ins Sonnenlicht. Ribaud hatte den Hof kaum betreten, als einer der jüngeren Knappen auf ihn zukam. »Waffenmeister«, er deutete eine Verbeugung an. »Die Krieger sind ausgerüstet und die Knappen sind vor einer Stunde losgeritten. Jeder hat für 5 Tage Verpflegung bei sich.« »Danke, Godric. Hat es irgendwelche Probleme gegeben?« fragte Ribaud den Jungen. »Nein, Waffenmeister, außer dass der Kellermeister sich nicht von seinen Schinken und dem Speck trennen wollte. Er sagte, dass Hartbrot und Pökelfisch für Landsknechte und Knappen ausreichend seien.« Ribaud nickte. Guillaume, der Kellermeister, war gerade was Fleisch anging ziemlich knausrig. Mehr als einmal hatte Ribaud in seiner Stellung als Waffenmeister dem alten Geizkragen klarmachen müssen, dass Krieger mehr als nur Brot und Wasser zum Leben brauchten. Guillaume selber war dünn wie eine Weidengerte und ernährte sich vermutlich von Luft. So ein Schreiberling würde niemals verstehen können, was hart arbeitende Männer zu essen brauchten. »Ihr habt aber bekommen, was wir brauchen.« Über Godrics Gesicht breitete sich ein Lächeln aus. »Sir Michael kam zufällig vorbei, Waffenmeister. Er wurde so wütend, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Er hat den Kellermeister zurechtgewiesen, dass es aussah, als wäre dieser am liebsten in eines seiner Weinfässer gekrochen, um Sir Michael zu entkommen.« Ribaud lachte. Das geschah dem alten Knauserer ganz recht. Der Knappe stand vor Ribaud, als ob er auf etwas warten würde. »Sonst noch was, Godric?« »Nein, Waffenmeister. Wenn nichts dazwischenkommt, hat Sir Etienne gesagt, sollten wir allerspätestens übermorgen aufbrechen können.« »Nun«, begann Ribaud, »wenn Sir Etienne das sagt, dann wird es wohl stimmen. Ich denke allerdings, dass wir schon morgen losziehen werden.« Sir Etienne hatte erst vor kurzem seinen Ritterschlag erhalten und war kein fahrender Ritter mehr. Allerdings war er immer noch genauso ungestüm wie die fahrenden Ritter, die kurz nach den Knappen aufgebrochen waren und Lady Isabel begleiteten. Ihm gefiel es nicht, dass die Sicherheit der Dame nur diesen Heißspornen anvertraut war. Aber er würde sich hüten, auch nur ein Wort davon zu sagen. Ribaud wusste, dass sein Wort beim Baronen einen gewissen Wert hatte, und auch einige der älteren Ritter sahen in ihm fast so etwas wie einen Gleichgestellten, was ihn mit Stolz erfüllte. Trotzdem wusste er, wo sein Platz war und wann er den Mund zu halten hatte. »Wenn ihr mich entschuldigt, Waffenmeister, ich muss wieder zu Sir Michael.« Ribaud nickte, und der Junge verschwand zwischen den Menschen im Hof. Er blieb vor der Waffenkammer stehen und sah sich das Treiben im Hof an. Vor 2 Tagen waren die ersten Vasallen Baron Tancreds eingetroffen und die Burg drohte mittlerweile aus allen Nähten zu platzen. Das größte Problem war die Rivalität zwischen Sir Isidore d'Osmond und Grimaud de Nevers. Die beiden Ritter trachteten ständig danach, den anderen zu übertreffen, um in der Gunst des Barons aufzusteigen. Angeblich waren ihre Urgroßväter die besten Freunde gewesen, die sich gegenseitig in freundschaftlichem Wettstreit zu übertreffen suchten. Irgendwann war zwischen den Vätern Sir Isidors und Sir Grimauds aber ein Streit ausgebrochen. Das hatte dazu geführt, dass die beiden Familien kein Wort mehr miteinander sprachen, und mehr als einmal wäre es zu einer blutigen Fehde gekommen, wäre der Baron nicht eingeschritten. Jetzt standen sie in ständigem Wettstreit. Wenn der eine mit 2 Dienern auf ein Fest kam, kam der andere mit 3. Wenn Sir Isidor einen Eber erlegte, ritt Sir Grimaud aus und blieb angeblich tagelang fort, bis er einen größeren gefunden hatte. Was geschah, wenn die beiden im Turnier aufeinander trafen, daran wollte Ribaud lieber nicht denken. Sein Problem waren ohnehin nicht die Ritter, sondern deren Gefolge. Beide waren mit jeweils 30 Kriegern erschienen, was auf beiden Seiten zu Verdruss geführt hatte. Leider hatte sich die Rivalität der Ritter auch auf deren Gefolge übertragen. Der erste Streit war zwischen 2 Knappen ausgebrochen, als es darum ging, wessen Herrenpferd zuerst beschlagen würde. Es war recht einfach gewesen, diesen Konflikt zu lösen. Er hatte die beiden auf den Sandplatz geführt, jeder hatte ein gepolstertes Wams, einen Helm und Übungswaffen bekommen. Danach hatten die beiden aufeinander eingedroschen, als stünden sie einem Ork gegenüber. Aber nach vielleicht einer halben Stunde waren beide so erschöpft gewesen, dass sie sich nicht mehr stritten, wessen Pferd zuerst beschlagen werden sollte. Dem Schmied indessen war es völlig egal gewesen. Er hatte erst das eine und dann das andere Pferd beschlagen und sie beide den erschöpften Knappen übergeben.
Die Krieger der beiden zerstrittenen Ritter waren ein ganz anderes Problem. Die ließen sich nicht einfach auf den Sandplatz führen. Ribaud und Sir Michael, die sich beide um die Unterbringung gekümmert hatten, hatten beide Parteien auf entgegengesetzten Seiten des Burghofs untergebracht. Das hatte die Landsknechte aber nicht davon abgehalten, sich trotzdem zu prügeln, als irgendjemand einen Topf mit Suppe umgestoßen hatte. Sofort waren die Fäuste geflogen und nur ein Machtwort des Barons hatte die Keilerei, die schon fast in einen richtigen Kampf ausgeartet war, beendet. Unter der Androhung, dass sie beide in der kommenden Schlacht die Reserve bilden würden, hatte Baron Tancred die Ritter dazu aufgefordert, ihre Kriege im Zaum zu halten. Seitdem war nichts mehr vorgefallen. Wenigstens nichts, was Ribaud nicht allein unter Kontrolle bringen konnte. Er wollte sich gerade auf den Weg in die Unterkünfte machen, als es am Brunnen lauter wurde. 2 Soldaten in den Farben de Nevers und d'Osmonds standen sich gegenüber und schrien sich an, was allerdings im Lärm des Hofs unterging. Diesmal hatte Ribaud endgültig genug. Er hatte es mit guten Worten versucht, sogar an die Vernunft der Männer appelliert. Aber diesmal reichte es endgültig. Jetzt wurde es Zeit, Grenzen zu setzen, die über Worte hinausgingen. Er bahnte sich einen Weg durch die Menge und zog dabei seine Handschuhe an, die über den Knöcheln mit Metall verstärkt waren. Er kam gerade am Brunnen an, als einer der Männer einen Dolch zog. Genau der richtige Zeitpunkt, dachte Ribaud, und schlug dem Mann mit dem Dolch die Faust ins Gesicht. Der fiel zu Boden wie eine Marionette, deren Fäden man durchtrennt hatte. Gerade als der Krieger de Nevers zu lachen begann, wandte sich Ribaud ihm zu und schlug ihn ebenfalls nieder. Beide kamen nach kurzer Zeit wieder zu sich und sahen sich um. Es schien, als ob sie sich fragten, wie sie plötzlich im Dreck gelandet waren. Dann erhob Ribaud seine Stimme. »Das war das letzte Mal, dass ihr euch geschlagen habt. Ihr könnt euren Streit wieder austragen, wenn ihr zu Hause seid. Da stört es niemanden, wie viele sich von euch umbringen. Aber hier ist damit Schluss. Die Nächsten, die sich schlagen, teilen sich eine Oubliette. Da unten im Dunkeln könnt ihr euch gegenseitig verprügeln, so viel ihr wollt. Da stört es keinen, dort werdet ihr vergessen und könnt euch bis ans Ende eurer Tage schlagen.« Auf dem Burghof war es still geworden. Ribaud trat vom Brunnen weg und ließ die beiden Streithähne im Staub sitzen. Die Androhung der Oubliette, der finsteren Verliese tief unter der Burg, war vielleicht übertrieben gewesen, aber um die Disziplin unter den Landsknechten aufrechtzuerhalten, war sie mehr als nützlich. Er wusste aus eigener Erfahrung, dass einige Tage in völliger Dunkelheit einen tiefen Eindruck in einem Menschen hinterließen. Der Baron mochte die Strafe nicht, aber er ließ Ribaud gewähren, wenn einer der Männer zu sehr über die Stränge schlug und glaubte, betrunken zum Wachdienst zu erscheinen oder die Mägde zu belästigen. Die Knappen hatten sogar eine regelrechte Zeremonie, die sich um diese finsteren Löcher drehte. Für Ribaud waren sie einfach nur das letzte Mittel. Er verließ den Hof, betrat die große Halle, die Bänke und Tische waren bereits aufgestellt und er bahnte sich seinen Weg durch die Knechte und Mägde, die damit beschäftigt waren, alles für das Abendessen vorzubereiten. Er erreichte die Tür, die zu den Gemächern über der Halle führte. Unauffällig sah er sich um. Niemand schien ihn zu beobachten. Alle waren mit ihren Aufgaben beschäftigt. Schnell zog er einen Lappen aus dem Beutel am Gürtel und wischte sich verstohlen die Schuhsohlen sauber. Dann ging er die Treppe hinauf und klopfte an die Tür des Solars. Sie wurde geöffnet und er trat ein. Wie immer blieb Ribaud in der Nähe der Tür stehen. Sir Michael sprach gerade mit Baron Tancred. Und danach sind die beiden allen Ernstes an den Fluss geritten, um zu fischen. Der Blick des Barons fiel auf Ribaud. Schöne Ansprache, die du da gehalten hast. Vielleicht etwas brutal wegen eines Streits um einen Wassereimer und die Androhung der Oubliette wäre wahrscheinlich auch nicht nötig gewesen. Ja, Herr, antwortete Ribaud, aber so sollte der Frieden zwischen den beiden Gruppen einigermaßen gewahrt bleiben. Sir Michael wandte sich an Ribaud. Was führt euch her, Waffenmeister? Ich wollte dem Baron melden, dass die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind. Der Großteil der berittenen Knappen ist bereits aufgebrochen und kundschaftet den Weg für Lady Isabelle und ihre Eskorte aus. Die Landsknechte sind vollzählig versammelt, ebenso wie alle Jäger und Bogenschützen. Wir sind morgen früh zum Abmarsch bereit. Sehr gut, Ribaud. Wie ist die Stimmung unter den Männern? Wenn ich offen sprechen darf, Herr, sie könnte besser sein. Die Streitereien zwischen den Leuten aus Osmond und Le Ver lassen kein Gefühl der Gemeinschaft aufkommen. 2 Knappen haben sich darüber gestritten, wessen Herrenpferd zuerst beschlagen werden sollte. Ich habe sie dann auf dem Sandplatz ihren Übermut ausleben lassen. Dann ständig irgendwelche Rangeleien unter den Kriegern. Mal geht es schlicht und simpel darum, wer zuerst durch eine Tür gehen darf. Und dass es eben um einen Wassereimer ging, habe ich nicht mitbekommen, Herr. Ich habe nur mitbekommen, wie einer dieser Narren sein Messer gezogen hat, und da habe ich für Ordnung gesorgt. Dann wollen wir hoffen, dass diese Ordnung lange genug aufrechterhalten bleibt, bis wir die Tiermenschen besiegt haben, warf Sir Michael ein. Der Streit zwischen Isidor und Grimaud geht einfach zu weit. Weiß eigentlich einer von den beiden noch, worum es überhaupt geht? Es scheint ohnehin niemand mehr zu wissen. Baron Tancred unterdrückte ein Schmunzeln. Wenn ich dem Glauben schenken darf, was mein Vater mir erzählt hat, bestand die schwerwiegende Ehrverletzung zwischen ihren Großvätern darin, dass das Pferd des alten Lord Osmond während eines Wettreitens sein Eisen verlor, stolperte und er in hohem Bogen in einen Wassergraben geschleudert wurde. Es muss dermaßen komisch ausgesehen haben, dass Grimauds Großvater, der alte Sir Renard, vor Lachen fast erstickt ist. Wenn ich der Geschichte trauen darf, zog er seinen Freund aus dem Graben, der ihn dann ebenfalls hineinzog. Danach saßen die beiden unter einem Baum und haben einen Weinschlauch geleert und sich gegenseitig ausgelacht. »Das war alles?« fragte Sir Michael. »Das ist alles. Aus dieser Geschichte wurde dann eine Ehrverletzung, nachdem beide gestorben waren.
Vor allem wohl auch deshalb, weil sich Isidors und Grimauds Väter nicht darüber einigen konnten, wem ein bestimmtes Stück Land gehörte. Und was geschah mit dem Land? Fragte Sir Michael. Nach einem langwierigen Verfahren wurde festgestellt, dass das Land weder zum Lehen des einen noch zu dem des anderen gehörte. Sir Michael sah den Baron fragend an. Das Land gehörte der Abtei von St. Wulfhere. Damit hätte das Ganze eigentlich beendet sein sollen. War es aber leider nicht. Ribaud blickte aus dem Fenster und versuchte sich nichts anmerken zu lassen, aber innerlich schüttelte er den Kopf. Er würde die hohen Herren nie verstehen. »Du kannst gehen, Ribaud«, sagte der Baron. »Oder ist noch etwas?« »Nein, Herr, ich wollte nur berichten, dass alles vorbereitet ist.« Der Baron nickte ihm zu und Ribaud verließ das Solar. Er betrat gerade die Halle, als seine Frau aus der Küche kam. Gleich dahinter sein Sohn mit seinem Holzschwert, dicht gefolgt von den anderen Jungen der Burgbewohner. Lärmend stürmte die Horde an ihm vorbei. Vermutlich waren sie wieder Gilles und seine Gefährten, die gegen einen der vielen Feinde Bretonias zu Felde zogen. Dann traf sein Blick den seiner Frau, und er konnte die Angst und die Besorgnis in ihren Augen sehen. Der schwerste Teil des Feldzugs wartete noch auf ihn. Und mit den fertigen Landsknechten endet dann auch wieder eine der Geschichten um das Dorf Coville. Wie immer hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video oder läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt, und bis bald in meiner Schmiede.